Und hier hast du also das Sagen, ja? Wahnsinn, die ganze Schulzeit dumm wie Brot und dann sowas. Arbeitet ihr auch für meine Tochter? Clarissa? Was ist passiert? Ludwig, wo warst du? Verdammt nochmal, der muss hier doch irgendwo sein. Dionysos! Oh mein Gott! Was ist mit seinen Beinen? Sie sind mehrfach gebrochen. Wir sollten ihn so schnell wie möglich von seinem Leiden erlösen. Das kann doch aber nicht sein. Sie müssen doch verdammt noch mal irgendwas tun können. Frau Wolf, Ihr Pferd hat schreckliche Schmerzen. Es wird nie wieder laufen können. Es gibt nur noch eins, was ich für ihn tun kann. Nein, Papa, bitte darf das nicht. Dana. Dana. Nein. Dana, es geht nicht anders. Es ist ein Bein. Es ist alles meine Schuld. Nein. Es geht nicht anders. Nein. Dana. Nein. Komm. Nein. Du hast noch gearbeitet? Ja, ich bin erst so spät nach Hause gekommen und ich war mir sicher, dass du schon schläfst. Da wollte ich dich nicht wecken. Ja, ich war noch weg. Du musst doch todmüde sein. Es kam alles Mögliche zusammen. Und du? Hast bestimmt Aufregenderes erlebt als ich heute Abend. Ich war beim Treffen unseres Herrenabends. Na, du weißt, Zigarren, Cognac, das Übliche. Ich wusste gar nicht, dass ihr euch heute Abend treffen wollt. Ich auch nicht. Ich hab's verschwitzt. Na, der Cognac floss wohl reichlich. Ja. Zu reichlich. Sonst noch irgendwas Besonderes? Nein. Du weißt doch, wenn keine Frauen dabei sind, reden wir über Golf und Politik. Das ganze langweilige Zeug. Ich habe noch zu tun. Mitten in der Nacht und nach all dem Cognac. Naja, wer feiern kann, muss auch arbeiten können. Ich mach nicht mehr lang. Suchst du irgendwas Bestimmtes, Chefin? Ja, typisch die Angestellten zu blöd, um Ordnung zu halten, was? Ja, doch. Und, was seid ihr überhaupt für Figuren? Die Angestellten. Ups, da bin ich ja mal wieder voll ins Fettnäpfchen gelatscht, ne? Naja, aber so eine Chefin hattest du ja auch noch nie. Ja, allerdings. Ja, wir können es auch jeden Tag kaum erwarten, zur Arbeit zu kommen. Ja, ich bin ja auch ganz stolz auf sie. Ja, es konnte ja auch niemand ahnen, dass sich da bei ihr oben doch noch was abspielt, ne? Ja, was denn nur? Ich dachte, wir wollten noch ein Heben gehen auf deiner Bude. Ihr wollt in die WG? Wie, ist das eure Stammkneipe? Nee, wir wohnen da. Was denn? Ihr wohnt zusammen? Na, das ist doch mal ein Wort. Habt ihr noch Bier da oder müssen wir noch was holen? Danke, Papa. Wir haben alles da. Lasst uns doch zusammen los und ordentlich einen lüpfen, ne? Ist alles in Ordnung, Graf Lahnstein? Ja. Danke, Justus. Das lag übrigens im Kaminzimmer. Darf ich es auf Ihre Suite bringen? Nein, das habe ich da wohl fallen lassen. Ich nehme es an mich. Dankeschön. Sehr wohl.
Ach, Justus, bringen Sie mir doch eine Kopfschmerztablette. Natürlich, Graf Lahnstein. Verzeihen Sie, wenn ich nochmals insistiere, Graf, aber ist wirklich alles in Ordnung? Wenn ich das nur wüsste, Justus. Wenn ich das nur wüsste. Ich verstehe nicht. Soll ich Ihnen einen Arzt rufen? Nein, es ist nicht nötig. Danke, Justus. Gute Nacht. Gute Nacht, Graf Lahnstein. Auf dich, Louis. Da bist du ja endlich. Hey, ich habe gute Nachrichten. Was ist los? Hey. Ich hab ihn nicht richtig festgebunden. Hey, alles gut, alles gut. Ich kann nichts mehr tun. Hey, was ist passiert? Jetzt. Hey, Dana, was ist passiert? Dionys. Was ist mit Dionysos? So. Ja, Mensch, echt gemütlich hast du es hier. Aber sag mal, komm mal her, Mäuschen, komm mal her. Sag mal, wieso wohnst du denn in so einem WG-Zimmer? Und dann noch mit deinen Angestellten zusammen? Ich meine, du musst doch richtig Kohle scheffeln mit diesen Bilderverkaufen und so weiter. Da kannst du dir doch eine eigene Bude leisten. Ja, das sage ich hier auch die ganze Zeit. Ich meine, du musst doch ein Vermögen verdienen mit dem Auktionshaus. Du könntest auf dem Schloss wohnen. Naja, ist ja bestimmt nicht so einfach mit den Angestellten unter einem Dach, oder? Weißt du, Papa, das... Ach, Jessica, jetzt sei doch nicht so bescheiden. Ihrer Tochter gehört natürlich die ganze Wohnung. Und weil sie so ein gutes Herz hat, lässt sie uns alle hier wohnen. Und zwar umsonst. Nee, jetzt scheißt die Wand an. Für lau? Ja. Aber also ich mag's gesellig. Ja. So, tut mir leid, aber es ist auch schon echt spät und ich muss morgen ganz früh raus. Ja, ist ja okay. Ja, lasst euch nicht stören. Geht mal schon ins Bett. Wo ist denn die Fernbedienung? Ah, da. Das ist alles meine Schuld. Ich hätte ihn besser festbinden müssen. Ich hätte gar nicht erst mit ihm ausreiten dürfen. Ich wollte doch nur helfen, diese blöde Eule zu finden, damit der Wald zum Naturschutzgebiet erklärt wird. Es ging doch um die Zukunft des Gestüts. Jetzt gibt es keine Zukunft mehr. Weil Dionysos tot ist. Du bist also die Chefin des Auktionshauses. Interessant. Ach, und übrigens danke dafür, dass wir hier alle mietfrei wohnen dürfen. Das ist wirklich sehr nett von dir. Nur noch bis heute Abend, bitte. Kannst du mir mal erklären, was der ganze Quatsch soll? Ja, erst war es nur ein Missverständnis, aber dann... Ich hab's nicht geschafft, ihm die Wahrheit zu sagen, weil er so stolz auf mich war. Er ist auch so stolz auf dich. Egal, ob du die Chefin oder nur ein Mitarbeiter bist. Ihr versteht das nicht. Mein Vater war noch nie stolz auf mich. Aber das ist doch kein Grund zu lügen. Jedenfalls wäre es super, wenn ihr noch ein paar Stunden mitspielen würdet. Ja? Ich verspreche euch, ich mache auch den Rest des Monats Putzdienst.
das ist ja furchtbar. Was? Wie ist das denn passiert? Er hat sich wohl losgerissen und ist eine Böschung runtergestürzt. Beine gebrochen. Ein Rennpferd mit gebrochenen Beinen. Das klingt großartig. Willst du nicht daraus so eine Liebesschnulze machen und ihn mit deinem kleinen Pferdemädchen gesund pflegen? Nicht? Ja, da geht sie wohl hin, die Zukunft des Rennstalls. Das ist mal wieder typisch. Es geht hier doch gar nicht ums Geld. Natürlich geht's ums Geld. Bei einem Rennstall ohne Zuchthengst heißt es ja wohl bald, der Letzte macht das Licht aus. Oder hast du schon einen adäquaten Ersatz für den abgeschmierten Klepper? Dachte ich's mir. Gute Zuchtpferde sind in der Regel unverkäuflich oder unerschwinglich. Es ist in jedem Fall ein herber Rückschlag. Wenn ich keinen adäquaten Ersatz für Dionysos finde, dann werde ich auf lange Sicht wohl umdisponieren müssen. Gerade jetzt, wo der Rennstall solche Erfolge verbuchen konnte. Du findest bestimmt einen neuen Zuchthengst. Ironie des Schicksals. Erst gestern zerstörst du meine Nachtclubpläne, damit du deine Zucht weiter ausbauen kannst. Und jetzt sieht es so aus, als hättest du deine Lieblingsrolle ganz umsonst gerettet. Seit wann bist du eigentlich so ein verdammter Zyniker? War er das nicht schon immer? Nur kein Neid. Mir kannst du ohnehin nicht. Ruhe, bitte. In jedem Fall sieht es so aus, als ob es hier bald jede Menge gute Wurst gäbe. Heute ist doch super, jetzt kannst du endlich mal ein bisschen Zeit mit deinem Vater alleine. Nee, ich bin gleich weg. Ich muss noch auf die Tuningmesse. Sie fahren jetzt auf die Tuningmesse? Ja klar, ich habe einen Kumpel, der ist da Aussteller. Also ich komme umsonst dran. Wenn du willst, kannst du ja mitkommen. Ja, geil. Ich habe heute frei. Ich wollte sowieso dahin. Also, wenn Sie mich mitnehmen würden? Ja, aber das mit dem Sitzen lassen wir mal lieber. Ha? Ich bin Günni. Andi. Ah ja, verstehst du, das macht mich immer so alt vor den Ladies. Du, der denkt, Jessica würde das Auktionshaus leiten. Wie, was soll denn der Scheiß? Das erkläre ich dir später. Und übrigens gehört ja auch jetzt die WG, ja? Die WG gehört doch Olli und Christian. Weißt du was? Red am besten gar nicht über Jessica. Was ist denn jetzt nun? Wollen wir quatschen oder hauen wir einen Sack? Ja, alles klar, Abpfiff. Der verplappert sich doch auf jeden Fall. Oh Gott, wenn mein Vater rauskriegt, dass ich ihn angelogen habe, dann... Scheiße. Jungs, wartet, ich komm mit. Okay, aber ich kann nicht alle für Lau reinbringen, verstehst du? Bin ich die Wohlfahrt. Na, tschüss, Kleine. Ja, und heute Morgen hatte Ludwig einen ziemlichen Cut. Oh, der Ärmste. Das letzte Glas wird's gewesen sein. Die kommt heute später ins Büro. Guten Morgen, Clarissa. Morgen. Du siehst irgendwie ein bisschen mitgenommen aus. Ich brauche jetzt unbedingt ein Frühstück. Ich hatte heute Morgen schon 2 Termine. Verschlafen, ne? Oh, Clarissa, das ist keine Bar. Das ist ein Restaurant, da darf man nicht rauchen. Habe ich nur meinen Kopf. Pardon? Ich habe das Gefühl, Ludwig ist nicht der Einzige, der gestern einen über den Durst getrunken hat. Ja, das war ein harter Schlag für Hagen. Ich meine, abgesehen davon, dass er und Anne sehr an diesem Pferd gehangen haben. Dionysos war nach seinem Derby-Sieg buchstäblich Gold wert. Hagen wird ein neues Pferd aufbauen, mit dem der Rennstall seine Erfolge feiern wird. Die aktuellen Quartalszahlen. Nun schau sich einer mal ein großes Mädchen an. Sie übernimmt ein kleines Auktionshaus und macht es binnen kürzester Zeit zum Zentrum des europäischen Kunsthandels. Ich bin stolz auf dich. Hey, hallo Chefin. Klar, drück's mir noch mal rein, wie bescheuert ich bin, dass ich hier so eine Show abziehe. Eigentlich wollte ich mich bei dir entschuldigen. Wofür? Na, dafür, dass ich gestern in der Situation mit deinem Vater, naja, ein bisschen herablassend war. Aber jetzt, wo ich deinen Vater kennengelernt habe, jetzt verstehe ich besser, warum du so bist, wie du bist. Wie bin ich denn? Blöd? Asozial? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Vergiss es,
wollte dir nur sagen, dass es mir leid tut. Ja, war doch geil auf der Messe, oder? Auf jeden Fall. Und wenn Sie wollen, wenn du willst, dann zeigen wir dir mal unseren Schlitten. Den haben wir von unserem Vater geerbt. Das ist ein geiles Teil und komplett wieder aufgemotzt. Hat sogar deine Tochter dabei geholfen. Ach ja? Ja, das ist das Einzige, was ich schon immer konnte. Außer mit dem Arsch wackeln. Naja, ich habe keine Ahnung, wie sie trotzdem an so einen Job gekommen ist. Naja, ich meine, irgendwann muss das doch auffliegen, dass die Chefin eine hohle Nuss ist, oder? Naja, Prost, ihr Warmduscher. Sag mal, warst du eigentlich schon immer so ein Arschloch? Die ganze Zeit laberst du hier von Jessicas angeblichen Schwächen. Du hast doch gar keine Ahnung, was deine Tochter alles drauf hat. Jessica ist spontan und denkt quer und ist eine Kämpferin und bringt jeden zum Lachen. Der einzige Idiot hier bist du, weil du gar nicht weißt, was du überhaupt für eine tolle Tochter hast. Schön, dass du so schnell kommen konntest. Schön, dass wir jetzt du sagen. Ja, naja, schließlich waren wir ja zusammen im... Also, der gestrige Abend lässt mir keine Ruhe. Vielleicht kannst du etwas Licht in das Dunkel bringen. Aber ich habe dir doch schon alles gesagt. Naja, wir waren in der Bar Ja. und haben ein paar Gläser zu viel getrunken. Und dann... Und dann? Dann bin ich irgendwann in der Nacht aufgewacht, neben dir im Bett. Das deutet alles darauf hin, dass wir... Nein, das kann nicht sein. Also, entschuldige, du bist eine äußerst attraktive Frau, aber ich liebe Elisabeth. Es kann nicht sein, dass ich sie so leichtfertig betrogen habe. Hotel Aurora, Düsseldorf. Pardon? Wie viel? Herr Aust, ich hatte eigentlich gehofft, dass Sie mir einen halbwegs realistischen Preis nennen würden. Nein, ich weiß, dass Ihr Hengst zu den Besten Deutschlands gehört, deshalb habe ich Sie angerufen. Also, Sie kennen mein Gegenangebot. Falls Sie es sich noch mal überlegen möchten, rufen Sie mich an. Auf Wiederhören. Dionysos ist erst seit ein paar Stunden tot. Und du suchst schon nach seinem Nachfolger? Ich brauche einen Hengst für die Pferdezucht. Sonst kann ich den Laden hier dicht machen. Ich dachte, das wäre vielleicht auch in deinem Interesse. Da. Weißt du, was das ist? Hier. Der Frühling. Die wichtigste Zeit des Jahres in der Pferdezucht. Die Hauptdeckzeit, nur dass ich keinen Hengst mehr habe. Die Versicherung zahlt auch keinen müden Cent, wenn die erfahren, dass Dionysos alleine im Dunkeln durch den Wald gelaufen ist. Was soll das denn jetzt heißen? Wenn das Gestüt pleite macht, dann bin ich schuld, oder was? Hier bist du. Ich habe das halbe Schloss nach dir abgesucht. Wollen Sie was mit mir besprechen? Geht's um den Umbau von Linie CL? Eigentlich schon. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Wie geht's denn der kleinen Emma? Besser? Trotzdem hielt ich es für besser, heute zu Hause zu arbeiten. Ist irgendwas passiert?
Und ich möchte auch nicht mit Ihnen darüber sprechen. Es hat mit Clarissa zu tun, oder? Sie ist wie ein Kampfhund. Wenn sie ihr Opfer erst mal zwischen den Zähnen hat, lässt sie nicht mehr los. Elisabeth, Ludwig ist nur ein Mann. Also wenn Sebastian 30 Jahre älter wäre und halb blind, dann wäre vielleicht auch auf sie reingefallen. Falls mich das trösten soll. Elisabeth, wir können Clarissa loswerden. Zusammen. Geben Sie sich keine Mühe. Ich werde mich nicht zu Ihrer Handlangerin machen lassen. Okay. Sag hinterher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Clarissa zu unterschätzen ist ein Fehler. Was das? Ich möchte jetzt eigentlich gern allein sein. Hast du ihn etwa eingeladen? Ausgerechnet ich? Wenn ich dich daran erinnern darf, ich hatte seit gut 20 Jahren keinen Kontakt mehr mit meinem älteren Bruder. Ich dachte eigentlich du. Bist du bescheuert? Ich bin doch nicht völlig vor die Wand gelaufen. Oh, Jessica, bitte diese Ausdrucksweise. Ja. Ich halte das einfach nicht mehr aus. Kannst du nicht irgendwas machen, dass Papa sich in Luft auflöst? So ein Sack, das glaube ich nicht. Weißt du, wie der über seine eigene Tochter geredet hat? Ey, dass sie hohl in der Birne wäre und nur mit dem Arsch wackeln kann. Ehrlich. Du, ich mag ihren neuen Look. Was? Ja, keine Ahnung. Ist irgendwie nicht mehr Jessica, oder? Also, ehrlich, Mann. Was ist denn mit Ihnen passiert? Wieso? Sieht ja fast so aus, als könnte aus Ihnen doch noch eine repräsentative Mitarbeiterin werden. Wollen Sie mit zum Abendessen kommen? Zu dem Geschäftsessen? Im Schneiders. Mit Menschen, die so richtig mit Messer und Gabel essen können. Stellen Sie sich das mal vor. Gern. Okay, um 7. Wehe, sie kommt zu spät. Ein Essen. Ich habe vorhin noch mal mit Jessica gesprochen. Ja, ich habe wirklich versucht, nett zu sein. Aber ich glaube, ich habe alles noch schlimmer gemacht. Was hast du denn gesagt? Ich habe ihr gesagt, dass ich jetzt verstehe, warum sie so ist, wie sie ist. Ja, ich weiß, es ist total blöd. Ich wollte auch nur sagen, dass ich jetzt besser verstehe, warum sie manchmal schwierig ist. Ja, das klingt ja auch viel besser. Du machst dir ziemlich viele Gedanken über sie. Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Du verteidigst sie in einer Tour. Ja, als wäre sie so eine unschuldige Jungfrau, die vor der Drachenhöhle sitzt. Hey, es gibt für dich keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Ja, ich mag Jessica, aber ich liebe dich. Deshalb bin ich auch mit dir zusammen. Ich kann das immer noch nicht so richtig mit Dionysos glauben. Alleine, was das für Dana bedeutet. Fragen, wenn ich irgendwas machen kann, sag Bescheid, okay? Danke, Christian. Alexus. Wow. Ja, der Preis ist die reinste Unverschämtheit. So ein teures Pferd können wir uns nicht leisten. Hier. Ich dachte, du solltest es haben. Das ist Dionysos letztes Hufeisen. Ich hab's abgemacht, bevor er abgeholt wurde. Eigentlich sollte Dana das bekommen. Ja, sie hat von Anfang an daran geglaubt, dass er mal ein richtiges Rennpferd wird. Ich weiß, für sie ist es am schwersten. Ich Idiot, lass auch noch meinen ganzen Frust an ihr aus.
Elisabeth. Ludwig, hast du einen Moment Zeit? Ja, natürlich. Ich würde gerne mit dir noch mal über den gestrigen Abend sprechen, als du unterwegs warst. Unterwegs? Du meinst den Herrenabend? Ja. Ja, manchmal sagt man ja etwas, um den anderen nicht zu beunruhigen. Warum sollte ich das tun? Du würdest es mir sagen, wenn du dich mit Clarissa getroffen hättest, nicht wahr? Wie meinst du das? Ich habe in deinem Jackett diese Quittung gefunden. Du warst nicht beim Herrenamt, sondern in einer Hotelbar. Ja, also... Sag die Wahrheit, Ludwig. Hast du dich mit Clarissa getroffen? Ach so. Clarissa? Wie kommst du denn darauf? Du musst dich mit einer Frau getroffen haben. Seit wann trinkt ihr beim Herrenamt Champagner? Also gut, wenn du die Wahrheit hören willst, ich habe mich mit einer Schmuckdesignerin getroffen. Es ging um eine Überraschung zum Hochzeitstag. Sie war in diesem Hotel auf einer Tagung und sie hat sich freundlicherweise bereit erklärt, mit mir ein Glas Champagner zu trinken, um das Schmuckstück zu besprechen. Oh Gott. Oh Gott, Ludwig, das tut mir so leid. Bitte, du musst mir glauben, ich möchte dich nicht kontrollieren, aber diese Quittung, das hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Oh. Und jetzt habe ich dir auch noch die Überraschung verdorben. Bitte verzeih. Naja, Hauptsache du spielst etwas überrascht, wenn ich dir das Schmuckstück überreiche. Ja. Oh Gott. Also, das Besteck immer von außen nach innen. Und wenn ich mal auf Toilette will, dann sage ich, entschuldigen Sie mich, ohne zu sagen, wo es hingeht. Sehr gut. Ellenbogen? Liegen am Körper, nicht auf dem Tisch. Wunderbar. Kaugummi? Verboten. Genial. Schlürfen? Niemals. Exzellent. Teller ablecken? Todesstrafe. Genial. Dann viel Glück. Danke. Onkel Justus, glaubst du, wir machen das Richtige? Ich meine, ich erkenne mich im Spiegel gar nicht mehr und du bist auch nicht mehr der Kalle von früher. Ich finde, ich bin zu jemandem geworden, der ich immer sein wollte. Jessica, du musst für dich selbst wissen, was du willst. Ja, ich werde zum ersten Mal in meinem Leben richtig respektiert. Ich habe dich immer respektiert. Aber du meckerst doch auch immer an mir rum. Ja, aber doch nicht, weil ich dich verletzen will. Ich habe heute mitbekommen, wie ein Mann eine Frau vor anderen Leuten verteidigt hat. Er hat gesagt, dass sie so lustig und spontan ist und eine Kämpferin, die nie aufgibt. Dieser Mann, er muss sie wirklich sehr gern haben. Und genauso, wie sie ist. Das hat er auch gesagt. Er ist was ganz Besonderes. Das bist du auch. Und genau das hat er erkannt. Entschuldige mal einen Augenblick, ich bin sofort wieder da. Ja. Naja,
wie man es nimmt. Elisabeth hat die Quittung von der Hotelbar in meiner Jackentasche gefunden und Verdacht geschöpft. Es tut mir leid. Hast du mit ihm geredet? Ja. Und? Ich habe mich so blamiert, Charlie. Ich habe ihn zu Unrecht verdächtigt. Und ich bin prompt bestraft worden. Ich fühle mich so schuldig. Wenn deine Ehe darunter leiden würde, das könnte ich mir nie verzeihen. Du musst dir keine Vorwürfe machen. Dich trifft keine Schuld. Von mir wird kein Mensch etwas erfahren. Danke. Vielleicht ist es besser, du wartest einen Moment, damit man uns nicht zusammen sieht. Was machst du da? Schraub sein Namensschild ab. Nicht nur, dass du sofort einen neuen Hengst kaufen willst, jetzt fängst du doch an, seine Spuren zu verwischen. Dana. Wie lange ist Dionysos jetzt tot? Einen Tag? Nicht mal 24 Stunden! Es ist für dich. Was? Das Namensschild. Ich wollte es einrahmen lassen. Zur Erinnerung. Tut mir leid, dass ich vorhin so daneben war. Ich hatte einfach Angst, das Gestüt zu verlieren und ich wollte dir keine Vorwürfe machen. Ich weiß doch, was Dionysos dir bedeutet hat, genau wie mir. Es tut mir alles so leid. Wenn ich besser aufgepasst hätte, dann... Es war nicht deine Schuld. Frau Honuschke, wären Sie so freundlich und würden das bitte in mein Büro bringen? Haben Sie was in den Ohren? Hallo, Papa. Na, Jessie Maus, Papa ist raus. Ich wollte nur kurz Tschüssikowski sagen. Okay. Ohne Witz. Ich bin echt stolz auf dich. Tschüss, Papa. Tschüss. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass aus dir mal was Anständiges wird. Ich meine, das muss man mal schaffen. Ich meine, du hast doch nur Trockenbrot zwischen den Ohren und kriegst so einen Job. Ich meine, das ist doch unfassbar. Na denn, tschüss, Kleine. Papa, ich habe dich angelogen. Was? Dass ich die Chefin vom Auktionshaus bin, dass mir die WG gehört, das war alles gelogen. Die Wahrheit ist, ich kann immer noch nicht richtig lesen und schreiben. War blöd. Das bin ich nicht. Papa, ich habe ein tolles Leben. Ich habe Freunde. Ich mag meinen Job. Also jetzt nicht immer, wenn ich jetzt Überstunden machen muss oder Frau von Landstein mir vor den Karren kackt, aber ich werde noch richtig lesen und schreiben lernen. Und weißt du, was das Beste ist? Es ist mir egal, was du von mir denkst. Wenn ich bedenke, was du alles auf dich genommen hast. Schatz, das ist doch nicht der Rede wert. Doch, dein Leiden am nächsten Tag, das war ein echter Liebesbeweis. Ja, das war er. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich dich liebe. Ich dich auch. Und es tut mir furchtbar leid, dass ich so Nein, nein, das muss es nicht. Mir tut es leid. Gib es endlich auf. Was denn? Ich sehe doch, wie du die beiden beobachtest. Wie eine Katze aus den Augenwinkeln. Mehr. Was auch immer du anstellst, du wirst sie nicht auseinanderbringen. Auf unsere Liebe. Sind Sie bereit? Gut. Dann machen Sie mal ein hübsches Familienfoto.
Sag mal, das glaube ich ja wohl nicht. Du wagst es, mich anzulügen? Ich hätte gleich wissen müssen, dass an der Sache was faul ist. Und ich, Trottel, ich fall auch noch darauf rein. Du kriegst doch einfach nichts auf die Kette. Und dabei war ich mal für 3 Sekunden stolz auf dich. Ich weiß jetzt, wer ich bin. Wenn dir das nicht reicht, dann nimm deinen Stolz und steck ihn dir sonst wohin. Fühlt sich das gut an? Forbidden love goes straight to your heart.